Moin zusammen und herzlich willkommen zu meinem Videosegelkurs. In diesem Video erkläre ich dir, wie du mit einem Segelboot unter Segeln ablegen kannst. Alles, was ich dir in diesem Video zeige, findest du auch in meinem Buch Segeln lernen mit Captain Selnator. Da beschreibe ich dir alles ganz genau Schritt für Schritt und erkläre noch ein paar Tipps und Tricks, die ich hier im Video leider nicht zeigen kann. Einen Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung. Vorweg der Hinweis, dieses Video ist keine Anleitung zum selber Segeln lernen, sondern es ist als Ergänzung zu einem Segelkurs gedacht. Gehe bitte nie ohne eine segelerfahrene Person an Bord, beziehungsweise nur unter der Aufsicht eines Segellehrers mit einem Segelboot aufs Wasser. Vielen Dank! Was sind die Voraussetzungen, um unter Segeln ablegen zu können? Als erstes müssen wir die Schoten alle lösen, denn die Segel müssen frei schwingen können. Wenn wir das nicht machen, die Schoten also noch belegt sind und wir nachher ablegen, dann kommen wir vielleicht bis hierhin. Wenn die Schot schon belegt ist, kriegt das Segel dort Wind und das Boot fährt vorwärts in den Steg. Als zweite Voraussetzung muss gewährleistet sein, dass das Boot frei im Wind schwingt. Es darf nur mit einer Leine am Steg befestigt sein. Es pendelt sich dann in den Wind ein. Ich habe jetzt idealerweise den Wind von oben kommen lassen. Der Wind kann aber auch von dort kommen und dann pendeln sich die Boote eben so ein und wir legen so ab. Jetzt müssen wir uns überlegen, in welche Richtung wollen wir ablegen. In diese Richtung ist das Land. Also wenn wir jetzt so ablegen, fahren wir an Land und das ist nicht gut. Deshalb ist es unser Ziel, in diese Richtung abzulegen und dann so auf den See hinauszufahren. Die nächste Frage ist jetzt, wie kommen wir vom Steg weg? Der Wind würde uns natürlich irgendwie nach hinten pusten, aber das würde zu lange dauern und man hat nur in Fahrt wirklich Kontrolle über sein Boot. Also stellen wir die Fock back, also eigentlich falsch herum und gegen den Wind. Der Wind bläst dann hier ins Vorsegel hinein und schiebt uns zurück. Nun ist die Frage, an welcher Seite stellen wir die Fock idealerweise back? Unser Plan war ja, das Boot soll sich nach hinten drehen und dann nach vorne wieder wegfahren. Wenn wir die Fock jetzt an der Seite back stellen, in deren Richtung wir nachher fahren wollen, dann drückt uns der Wind zwar ein Stück zurück, aber sobald sich das Boot dreht, kommt von dieser Seite Wind ins Segel, dann wird der Rückwärtsgang umgelegt in den Vorwärtsgang und wir segeln wieder nach vorne. Das wollen wir natürlich nicht. Also stellen wir das Vorsegel an der Seite back, in deren Richtung wir nachher nicht fahren wollen. Wir wollen nach da, also stellen wir das Segel auf die gegenüberliegende Seite. Jetzt ist die Frage, auf welcher Seite sitzt der Steuermann. Wenn er sich hier hinsetzt und die Pinne von sich wegdrückt, dann fahren wir in die falsche Richtung. Also setzt sich auch der Steuermann auf die Seite, wo die Fock back gestellt ist, also auf die Seite, in deren Richtung wir nachher nicht fahren wollen. Aber die Pinne, die zeigt in die Richtung, in die wir fahren wollen. Wenn wir jetzt aber so ablegen, dann ratschen wir an dem Nachbarboot entlang. Also müssen wir, solange bis wir aus der Box heraus sind, die Pinne noch gerade halten. Jetzt nochmal kurz im Schnelldurchgang. Die Fock wird back gehalten auf der Seite, in deren Richtung wir nicht hin ablegen wollen. Der Steuermann sitzt auf der gleichen Seite und die Pinne zeigt gleich, wenn wir an dem blauen Boot vorbei sind, in die Richtung, in die wir ablegen wollen. Die Vorleine ist hier jetzt noch belegt. Der Vorschoter, den ich jetzt hier mal sitzen lasse, der würde normalerweise auf den Steg steigen, die Vorleine dort lösen und in die Hand nehmen und das Boot so festhalten. Dann schwimmt es schon mal ein Stückchen zurück. Danach kommt das Kommando klar zum Ablegen. Ist klar, Vorleine los, der Vorschoter steigt über und dann kommt das Kommando Fock back an Steuerbord. Das Boot bewegt sich jetzt nach hinten und wenn ich jetzt sehe, ich komme um das Heck des Nachbarbootes herum, dann drückt der Steuermann die Pinne von sich weg und die zeigt dann in die Richtung, in die wir hinwollen. Das Boot dreht sich jetzt, der Wind drückt weiter hier in die backgestellte Fock hinein und das Großsegel wird mit dem Wind ausgeweht und genauso der Verklicker. Das Boot dreht sich weiter und wenn der Bug ungefähr dahin zeigt, wo wir hinwollen, dann stellen wir die Pinne wieder gerade. Jetzt kommt das Kommando über die Segel und der Vorschoter holt die Fock herüber. Nächstes Kommando, hol an die Großschot. Jetzt kommt Wind in beide Segel und das heißt, jetzt geht es los in Richtung See. Und dann sagt der Steuermann den Kurs an, der gerade gefahren wird und danach werden dann die Segel eingestellt. Jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Das Boot muss frei schwingen können, darf also nur vorne mit der Vorleine befestigt sein. Die Schoten müssen auf jeden Fall gelöst sein. Dann wird die Fock back gehalten auf der Seite, in deren Richtung wir nicht hin ablegen wollen und der Steuermann sitzt auf der gleichen Seite.
Jetzt Leinen los. Sobald wir das Nachbarboot passiert haben, Pinne einschlagen, die jetzt dahin zeigt, wo wir hinwollen. Das Boot dreht sich, das Großsegel und der Verklicker drehen mit dem Wind aus. Sobald der Bug in die richtige Richtung zeigt, Pinne gerade stellen, über die Fock, hol an die Großschot und los geht's hinaus auf den See für einen wunderschönen Segeltag. Alles, was ich dir in diesem Video gezeigt habe, findest du auch in meinem Buch Segeln lernen mit Captain Selnator. Dort beschreibe ich alles ganz genau und Schritt für Schritt und erkläre noch ein paar Tipps und Tricks, die ich hier im Video leider nicht zeigen konnte. Wenn du noch Fragen hast, schreib einfach einen Kommentar unter das Video. Ich werde versuchen, sie zu beantworten, aber wie gesagt, es steht alles ganz genau in meinem Buch. Im nächsten Video erkläre ich das Anlegen unter Segeln. Einen Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm doch einen Daumen nach oben und abonniere bitte den Kanal, damit du das nächste Video nicht verpasst. Einen Link zu meinem Buch findest du unten in der Videobeschreibung. Es ist so geschrieben, dass du dich mit jedem Kapitel auf deine nächste Segelstunde vorbereiten kannst und danach nochmal alles wiederholen kannst. Das Buch gibt es übrigens auch als E-Book und Buch und E-Book sind super dafür geeignet, sich auf einen Segelkurs vorzubereiten und auch während des Kurses nachzulesen, was man gerade gemacht hat. Es ist praxisnah geschrieben und ich denke, dein Segellehrer wird alles ganz ähnlich erklären und mit dem Buch wirst du es besser und schneller verstehen und kannst dann schneller segeln lernen. Einen Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung. Ich bringe das Buch im Selbstverlag heraus und würde mich freuen, wenn du es dir kaufst und mich als unabhängigen Autor damit unterstützt. Vielen Dank!